Mit einem einzigen Konzert ist sie schlagartig bekannt geworden, die Geigerin Lisa Batiashvili. Jetzt hat sie dieses Konzert, das Violinkonzert von Jean Sibelius, für die Platte eingespielt und stellt sich mit dieser Einspielung in die Reihe der ganz großen Virtuosen. Doch hören Sie selbst. Ich finde es eigentlich am schönsten, wenn ich rausgehe auf die Bühne und mir vorstelle, dass es alles passieren kann. Und so geschieht in jedem Konzert etwas Außergewöhnliches. Mit mir selber bin ich eigentlich sehr streng, weil ich sehr hohe Erwartungen habe von dem, was ich mache und von dem, was ich erreichen will. Und ich möchte alles unter einen Hut bringen. Es war das Sibelius-Konzert, mit dem sie Furore gemacht hat. Und das ist bereits 13 Jahre her. Damals bekam sie den zweiten Preis beim Sibelius-Wettbewerb in Helsinki. Der Beginn ihrer Karriere. 1979 wird sie in der georgischen Hauptstadt Tiflis geboren, als Tochter einer Pianistin und eines Geigers. Mit 2,5 bekommt sie ihr erstes Instrument. Mit 4 steht sie auf der Bühne. Meine Eltern waren sehr tolerant, weil sie selbst Musiker sind und auch eigentlich ganz anders gezielt haben als die meisten anderen sowjetischen Eltern. Also die wollten auch nicht mehr meine Kindheit wegnehmen oder mich zur Musik forcieren. Das war wirklich meine eigene Entscheidung. 1991 geht die Familie nach Hamburg, einen Tag bevor in Georgien der Bürgerkrieg ausbricht. Ihr Vater lässt für die Familie alles zurück, auch sein eigenes Streichquartett. Für mich ist zum Beispiel das Leben der Familie ist wirklich das Größte, was es gibt. Und habe ich auch wahrscheinlich aus Georgien geerbt. Und die Arbeit ist wichtig, aber das würde nie für mich in Konfrontation oder in Konflikt mit der Familie kommen. Heute ist sie 28, lebt in München, hat eine 4-jährige Tochter. Ihr Mann ist Oboist und in ein paar Monaten sind sie zu viert. Die Tatsache, dass man dann ein Kind hat, eine Familie, man sich sorgen muss, das hat mich als Mensch viel stärker gemacht. Ich glaube, als Musiker auch, weil ich seitdem auch viel lieber Geige spiele. Zum Beispiel ein Beethoven-Klaviertrio mit Freunden. Studiert hat sie in München bei Anna Tschumachenko. Heute spielt sie mit den größten Orchestern, den Berliner Philharmonikern oder dem Chicago Symphony Orchestra. Lorin Maazel, Zubin Mehta, das sind ihre Dirigenten. Fantasie und Kontrolle, Wärme und Überlegenheit, das ist es, was ihr Spiel so einzigartig macht. Beethoven, Violinkonzert. Es gibt so bestimmte Spannungen, da wird man auch intensiver, aber es gibt dann auch die Befreiung oft bei dem Werk. Dass man fast schon für sich selbst spielt. Das ist so eine Art Intime wie ein Gebet für mich. Es ist dieses Stück,
man liebt jeden Ton und man empfindet jeden Ton wirklich tief und gibt eine Bedeutung und dann man spricht damit. Das Geheimnis an der Stärke der Musik liegt nicht an der Lautstärke, sondern daran, dass man die Spannung behält. Und die Spannung behält man, wenn man sich auch ein bisschen zurückhalten muss, nach meiner Meinung. Und vor allem, dass man nicht ständig einen Höhepunkt in der Musik macht, sondern das wirklich behält für die Momente, die wirklich das brauchen. Und noch einmal Sibelius, ihr Konzert. Und Sibelius hat natürlich auch sehr viel so rhythmische, ganz so interessante Rhythmen geschrieben, extra um noch ein bisschen mehr Drive und ein bisschen so, ich finde schon, dass es so ein bisschen was von Jazz hat. Manchmal muss man Sachen auch übertreiben, aber auf jeden Fall, ich glaube, alles, was man wirklich stark empfindet und spontan auf der Bühne macht, das ist auch etwas, das die Menschen am besten mitkriegen.